Mahlzeit, mein Name ist Balfen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute Rhapsody of Fire an und ich habe tatsächlich der Reaction so ein ganz klein bisschen entgegengefiebert, denn ich habe Rhapsody damals, da hießen sie noch nur Rhapsody, um die 2000er entdeckt und das war noch so eine Zeit, da hatte ich noch kein Auto, ich habe in einer kleineren Stadt gewohnt und bin dann häufiger in eine größere Stadt gefahren, um mir Metal-Album zu kaufen, weil halt unser lokaler Laden nicht so viel Auswahl hatte und damals konnte man auch noch nicht immer in diese Alben reinhören und es gab auch noch kein Spotify und Internet war alles noch nicht so verbreitet und dann habe ich mir halt häufig irgendwelche Alben gekauft, einfach nach dem Cover, nach dieser Abbildung und geguckt, oh, das sieht nach Heavy Metal aus, das kaufe ich mir mal. Und genauso war es bei Rhapsody und ich weiß noch genau, das erste Album, was ich mir von denen gekauft habe, das war blauer Hintergrund, ich glaube ein roter Drache war da drauf und auf diesem fliegenden Drachen saß ein Ritter in Vollplatte mit so einem erhobenen Schwert und ich war so gespannt und so euphorisch auf dieser Busfahrt, das war eine Dreiviertelstunde, die ich mit dem Bus gefahren bin, bis ich dann endlich in dieses Album reinhören konnte und es war halt cool. Es war halt einfach irgendwie so richtige abenteuerlichen Geschichten, wo einer durch die Lande zieht, das Böse bekämpft, durch verzauberte Spiegel geht etc. Und ihr seht es ja hinten, ich bin ja eh so ein kleiner Nerd mit Pen-and-Paper-Rollenspiel und Tabletop-Wargaming, Warhammer etc. War halt mega geflasht und hab mir dann halt eben auch die weiteren Alben geholt, weil mir genau dieser Fantasy, Heroic, Epic Aspekt sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, soweit meine persönliche Geschichte zu der Entdeckung von Rhapsody damals. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Infotainment. Rhapsody haben sich 2010, 2011 haben sich die Gründungsmitglieder so einvernehmlich getrennt. Und aus Rhapsody selber sind halt zwei Bands hervorgegangen. Einmal Luca Turillis Rhapsody. Luca Turilli hat auch tatsächlich ein Soloalbum rausgebracht, was ich auch sehr cool fand. Lord of Ice and Snow. Das ist ziemlich gitarrenlastig. Und, also wie gesagt, Luca Turillis Rhapsody ist dann daraus entstanden und Rhapsody of Fire. So hatte halt jede Bandpart, der halt aus dieser Ursprungsband rausgekommen ist, noch den Namen Rhapsody drin, aber trotzdem durch die einvernehmliche Trennung hatte jeder noch diesen Rhapsody-Bezug, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich erstmal genug erzählt. Wir schauen uns jetzt mal die Musik an. Für euch wieder wichtig zu wissen, unten habe ich natürlich das Originalvideo verlinkt, damit kommt ihr zur Band und kriegt alle weiteren Infos. Im allerersten Kommentar habe ich noch ein paar wichtige Links zu Streamingdiensten etc. verlinkt. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns nach dem Video wieder. Euch und mir wie immer viel Spaß. Man hört 3 Töne und ich fühle mich direkt wieder an die Zeit erinnert, wo ich, keine Ahnung, 17, 18 war und das erste Mal Rhapsody gehört habe. Das ist episch. Over the storm
es ist so die Grundessenz von Rhapsody. Es ist so diese Melodic Power Epic Fantasy Metal und dazu halt eben diese grandiose Landschaft im Hintergrund und ja, einfach diese ja, tatsächlich musikalische Erzählung. Grandios. Ich fühle mich, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ich fühle mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert. Nale. Ja, sehr cool. Ich kann nur sagen, es ist halt einfach ein Rhapsody-Song. Wir gucken nochmal hier live, dass wir so ein bisschen ein schönes Hintergrundbild bekommen. Ja, heroisch hier auf dem Felsen, was will man mehr? So stellt man sich auch Erzählungen von Herr der Ringe vor, etc. Damals, als es den Film noch nicht gab. Nee, so, jetzt ein bisschen Spaß beiseite. Also, es ist natürlich Rhapsody. Das ist jetzt halt wirklich Melodic Fantasy, Power Metal und dieser melodische Rhythmusgesang, der manchmal auch so ein bisschen schnell in Folge daherkommt, ist, weiß ich genau, nicht jedermanns Sache. Das ist einem manchmal ein bisschen zu sehr weich gespült. Aber wie gesagt, ich als Nerd, ich mag Romane, Erzählungen, wie gesagt, dieses Fantasy, Pen and Paper, Schwarze Auge, Dungeons and Dragons etc. Und das ist halt, das verknüpfe ich halt einfach so stark damit. Und auch hier das Booklet zu lesen. Es wird halt eben Geschichten auch in den Alben damals erzählt, von einer richtigen Fantasy-Welt etc. Das nimmt einen halt richtig mit auf eine richtig schöne Reise. Und ja, da sind dann vielleicht auch so ein paar Kindheitsemotionen, die Kindheit ist übertrieben, aber Jugendemotionen einfach mit verbunden mit dieser Band. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr über die neue Musik und werde auch die Tage mal wieder meine alten Alben rauskramen. Leute, kann ich euch nur empfehlen. Also, wer auf diese ganze Fantasy-Power, heldenhafte Heroic-Thematik steht, schaut euch auch gerne mal die älteren Songs an. Lasst euch nicht abschrecken. Einige der älteren Videos haben sehr äußerst zweifelhafte und nicht hochkarätige Computergrafiken. Das hat ein bisschen was von Trash-TV manchmal, diese Computergrafiken, aber die Musik ist selber grandios. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, das war es soweit zu mir. Falls ihr es am Anfang des Videos nicht gelesen habt, da ist dann hier irgendwo auf der rechten Seite was aufgeploppt. Ich reacte in regelmäßigen Abständen große Künstler, kleine Künstler und Newcomer. Das heißt, wenn ihr Newcomer seid, habt eine EP, bringt die bald raus, habt vielleicht die ersten 2, 3 Videos auf YouTube. Schreibt mich an, ich reacte euch. Ich habe schon häufiger Leute reacted, die vielleicht 50, 70 Abonnenten erst auf YouTube haben. Und das ist einfach mein Service. Ich möchte meinen Zuschauern immer stetig neue, coole Bands bieten, neben den bekannten. Und natürlich eben auch, weil ich selber
ja, die Unterstützung, die mir auf YouTube, die ich da bekommen habe, auch wieder teilen möchte, möchte ich da auch einfach kleinere Bands unterstützen, dass die ihren Schritt nach vorne in diesem YouTube-Algorithmus bekommen und dann vielleicht auch mal auf der anderen Seite der Welt neue Zuschauer generieren etc. und da einfach die Jungs unterstützen, denn ja, was wäre die Musik ohne neue Musik und den Nachwuchs? Soweit einer der Schwerpunkte hier auf meinem Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ihr könnt natürlich auch jetzt direkt das Rhapsody-Video noch einmal direkt gucken, ohne mein Gequatsche. Ansonsten habe ich unten noch eine Playlist und überhaupt. Und ach, schaut euch einfach um. Ich bin jetzt raus. Bis dahin, euer Balfemore. Ciao.